Mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich dir über die böse Macht etwas erzählen. Und du wirst nicht nur erfahren, was ist jetzt die böse Macht, sondern ich werde mit dir in diesem Video auf ein paar andere Dinge eingehen. Es wird sehr, sehr bewusstseinserweiternd und es wird dir nochmal eine Tiefe geben, falls du das letzte Video gesehen hast und ein paar Sachen in dein Gehirn sich anders verdrahtet haben. Ne? Sagen wir es mal so. Also du wirst in diesem Video lernen, ja, wie du zum größten Schlüssel kommst und wie du deine maximalste Macht aktivierst in dir. Du wirst erkennen, was ist die böse Macht und wie transzendierst du diese böse Macht. Ja? Dann wirst du erkennen, wie dein System funktioniert und wie du es lenkst. Ja? Und mit System meine ich deinen Geist, dein Gehirn, deine Hardware, deine Software, ja? Dein Betriebssystem vor allem. Ja? Und dann wirst du lernen, wie du dich von der Negativität befreist, von deinen Gedanken, negativen Gefühlen und negativen Zuständen, die langfristig in Depressionen auch enden können. Ja. Dann wirst du lernen, was der Grund ist, warum du nicht jeden Moment im Jetzt bist und auch nicht in der Glückseligkeit bist und wie du auch da hineinkommst. Ja. Und dann wirst du von mir einen Programmcode bekommen, der dein Unterbewusstsein umprogrammiert, damit du nach diesem Video in einen anderen Bewusstseinszustand gelangst und auch in diesem Zustand bleibst. Und schlussendlich wirst du erfahren, wie du dich aus der Schleife deiner Muster, deiner Loops befreist und auch so durch die ganzen Loops der Wiedergeburten entkommst. Und genau darum soll es hier gehen. Also es wird sehr, sehr intensiv. Es wird auch ein längeres Video, nicht so lang wie das letzte Video, hoffe ich mal. Es wird aber auf jeden Fall sehr deep. Ja? Das heißt, ich werde in diesem Video dein Bewusstsein erweitern. Ja? Das heißt, mach dich gefasst, dass in deinem Gehirn Synapsen sich neu verdrahten werden. Aber damit das geschehen kann, musst du dich dem öffnen, was ich dir jetzt sage. Ja? Es gibt natürlich manche, die das erste Video jetzt nicht gesehen haben und trotzdem dieses Video anschauen wollen, ohne sich das letzte Video reinzuziehen. Und für diejenigen werde ich jetzt mal eine ganz grobe 2-3 Minuten Zusammenfassung machen vom letzten Video, um einfach nochmal aufzufrischen, was die Kernessenz des letzten Videos war. Ja? Ich empfehle dir trotzdem, das letzte Video anzusehen, denn es wird langfristig gesehen dir ein komplett anderes Bild über die Welt, über die Situation und über das, was ist, klar machen. Ja? Also fassen wir es zusammen. Ich werde mich wirklich versuchen, dieses Video ein bisschen kürzer zu fassen. Es geht nicht um die Pandemie, es geht nicht um einen Virus, sondern es geht um deine Reaktionen auf die Ereignisse, die geschehen. Denn deine Reaktionen sind das Einzige, was dich definiert und was dich ausmacht. Ja? Die Reaktion auf die Ereignisse, merkt ihr das? Das ist das Einzige, worum es geht, denn es ist deine Welt. Und deine Welt basiert auf deinem Individuum und dein Individuum ist das, wie du reagierst auf die Ereignisse. Das macht dich aus, das macht dein Wesen aus. Ja? Also, es geht nicht um die Pandemie, es geht um dich und um deine Reaktionen auf dieses Video zum Beispiel, auf den Umgang mit anderen Menschen, auf den Umgang mit der kompletten Situation. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was waren noch die Essenzen? Die Essenzen waren, dass es sich 4 Gruppen aus der aktuellen Situation gebildet haben. Die erste Gruppe war sozusagen die Impfgegner. Dann war die zweite Gruppe die Impfbefürworter. Das sind beide Gruppen arbeiten gegeneinander wie ein Pendel. Ja? Der eine ist gegen die und die anderen sind gegen die. Und dann gibt es sozusagen eine Zwischengruppe, die gegen die Regierung ist. Aber alle diese Gruppen werden von ihrer Angst gelenkt und dominiert. Natürlich auch verständlich, aber unabhängig davon hat man das ganzheitliche Konzept nicht verstanden, dass alles, was geschieht, ein Teil von dir ist und du gegen dich selbst ankämpfst. Ja? Das heißt, dass du von der Angst gelenkt wirst und es geht in diesem Video darum, wie du dich von der Angst befreist und die Angst basiert auf Negativität. Das heißt, wie du vor allem dich von der Negativität löst, darum werden wir in diesem Video sehr, sehr intensiv reden und ich werde in diesem Video dir die Formel zeigen, wie du dich befreist und auch das Konzept dahinter, wie das Ganze funktioniert. Gut, und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die stillen Beobachter, ich nenne sie die Schafe, die sich sozusagen dann, wenn sich im Kollektiv was verändert hat, einfach sich dann dieser Gruppe anschließen. Ja. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe und das sind die Eingeweihten. Was jetzt jede dieser Gruppen definiert und wie die Eingeweihten sind, findest du alles im letzten Video, das würde ich hier wieder den Rahmen sprengen, denn ich habe für dich viel Content hier vorbereitet, freue dich drauf.
Also, das Problem ist also nicht die Pandemie, es ist nicht der Virus, es ist nicht die Politik, es sind nicht die Impfgegner oder die Impfbefürworter. Ja. Was ist denn das Problem? Ja? Und zwar, das Problem ist, und das ist jetzt der Kern des Videos, also der Titel, das möchte ich enthüllen, wo wir dann auch über das Drehbuch ein bisschen reden werden. Ja? Der Kern des Videos ist ja die Enthüllung der bösen Macht. Ja? Und wenn du das letzte Video gesehen hast und verstanden hast, was ist denn eigentlich das Böse, dann wirst du erkennen, dass das Böse nicht im Außen ist, sondern in dir innen. Ja? Denn das, was in dir drin ist, erzeugt ja das Außen. Ja? Das bedeutet, dass die böse Macht selber, und das möchte ich mal klarstellen, was sind die meisten Kommentare vom letzten Video. Übrigens, danke nochmal für die vielen Kommentare, für das Teilen. Es ist unglaublich, wie viel wir damit bewegt haben, wie viele Menschen, ich habe so viele Nachrichten bekommen auf allen möglichen Kanälen, auf Instagram und Co. Unglaublich, unglaublich. Danke dafür, dass wir mit dem Verbreiten von solchen Content wirklich die Welt wieder ein bisschen klarer machen, bewusster machen, die Liebe wieder aktivieren in den Menschen. Ja. Dafür danke vom ganzen, 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 ganzen Herzen. Ja. Also, was ist die böse Macht? Und die Essenz vom Video war, wenn du es nicht ganz verstanden hast, darum habe ich jetzt dieses Video so gemacht, wo ich noch tiefer drauf eingehe, auf diese böse Macht. Die böse Macht ist dein eigenes Bewertungssystem. Es ist dein Betriebssystem, welches passiv bewertet. Ja? Also dein Ego, welches verurteilt, dein anderer nicht im Verständnis sieht, nicht akzeptiert und die Liebe nicht erkennt in den Ganzen, ohne Demut und Vergebung begegnen kann. Also dieses System der Bewertung des dualistischen Denkens ist das Problem. Wir sind im Grunde alle schon erleuchtet. Ja? Der einzige Grund, warum wir es nicht fühlen und nicht erleben, ist, weil unser Ego die Denkweise hat. Das heißt, unser Problem ist ein Denkweisenproblem. Wenn wir diese Denkweise auflösen, transzendieren wir uns zurück zu unserer wahren Natur und das ist das Erkennen, dass wir das Sein, dass wir das Selbst in diesem Moment, in diesem Augenblick sind und uns in jeden selber sehen und in jeden erkennen und erfahren. Ja? Also, ich möchte dich jetzt um etwas bitten. Schreibe mir kurz in den Kommentaren, was deine Erkenntnisse aus dem letzten Video sind und was deine Erkenntnisse in Bezug auf dein Verhalten sind, wie du dich verändern möchtest. Und das wäre sehr, sehr wichtig, weil wenn du das hinschreibst, dann wirst du viele Menschen, die vielleicht einige Sachen nicht ganz verstanden haben, durch deinen Kommentar, und da bitte ich dich auch vielleicht mal ein paar andere Kommentare jetzt oder nach dem Video zu lesen von den anderen, damit du durch diese Erkenntnisse, die wir alle jetzt gemeinsam gewonnen haben, vielleicht neue Erkenntnisse bekommst und neue Sichtweisen und neue Bilder auf die Ereignisse. Das wäre der Oberhammer, wenn du mitmachst. Damit würdest du nicht nur dir selber helfen und deine Erkenntnisse nochmal manifestieren, sondern du würdest vielen anderen Menschen, die deinen Kommentar lesen, neue Einblicke in deine Denkweise, in deine Sichtweise, in dein neues Verhalten, in deine neuen Reaktionen, in den neuen Umgang geben und damit auch sie in einen höheren Zustand bringen. Das wäre mega, wenn du das tun würdest. Darum pausiere kurz das Video, schreib mir kurz unten drunter, was deine Erkenntnisse sind. Es muss nicht lang sein, kann aber auch lang sein, wenn du möchtest. Und ich werde mir auch alles durchlesen und dir das auch versuchen zu beantworten, mit dir in eine Diskussion zu gehen. Übrigens, wenn du mit mir privat reden möchtest, schau einfach auf Instagram und auf Instagram kannst du mir ganz normal eine Nachricht schreiben. Ich versuche dort auch jeden zu beantworten, so gut es mir fällt, sofern ich Zeit dafür habe. Gut, dann möchte ich dich um etwas bitten. Ja? Ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt ganz tief zuhörst, dass du dich öffnest, dass du deinen Geist öffnest für das, was jetzt kommt. Jetzt steigen wir sozusagen in die Tiefe dieses Videos ein, wir steigen in deine Psyche ein, wir steigen in dein Kontrollsystem ein. Und um da einzusteigen, möchte ich dir mal eine Sache sagen, die ganz, ganz wichtig ist als Fundament für das, was jetzt kommt. Und zwar, was du mit etwas verbindest, definiert dich und die ganze Welt. Ich wiederhole es nochmal. Was du mit etwas verbindest, definiert dich und die ganze
Welt. Was ist damit gemeint? Wir Menschen sind im Grunde so wie Spider-Man. Wir betreten immer einen Raum und wir ziehen Schnüre, wir ziehen Fäden. Du siehst zu mir jetzt gerade, du ziehst einen Faden zu mir. Du blickst zu deiner Freundin oder zu deinem Freund und ziehst einen Faden zu ihm. Du kommst in ein Zimmer, da ist ein Bild und du ziehst einen Faden zu diesem Bild. Das heißt, wir bauen überall mit allem, was wir erleben und was wir sehen, mit Objekten, mit Menschen, mit Tieren, mit allem bauen wir eine Verbindung auf durch die Fäden, die wir ziehen. Wie dieser Spider-Man, der alles, wo er hinschaut, seine Aufmerksamkeit hinlenkt, zieht einen Faden und dieser Faden kommt zurück in sein Bewusstsein und dann wird das Ganze bewertet mit seinen bisherigen Erfahrungen, mit seinem bisherigen Wissen. Wir werden im nächsten Video noch tiefer gehen und uns dieses Konzept anschauen, wie das da drin funktioniert, der ganze Analyseprozess der Dinge, der Ereignisse im Gehirn, um einfach ein tieferes Verständnis zu bekommen. Ja. Das bedeutet, wir sind Spider-Man, überall wo wir hingehen, ziehen wir Fäden und Verbindungen. Ja. Also mal als Basis. Dann lese ich dir was Wichtiges vor. Wer und was du bist und vor allem wie du bist, basiert alles auf deinen Verbindungen. Diese Verbindungen erzeugst du die ganze Zeit, auch während du dieses Video gerade siehst. Das heißt, alles, was ich dir sage, erzeugt eine Verbindung und jedes Wort geht in Resonanz, wird in dein Gehirn neu bewertet, umstrukturiert, vermischt mit deinem alten Wissen und daraus entsteht eine Wahrheit und diese Wahrheit definiert deine Reaktion auf das, was du denkst, während du das gerade hörst. Ziemlich verrückt, ne? Aber das macht uns aus und so funktionieren wir. Ja? So, und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Die Frage lautet: Wie verbindest du? Und du stellst dir vielleicht die Frage, ich kann das nicht beantworten, denn es geschieht einfach. Und ich habe dir diese Frage aus einem Grund gestellt. Und zwar der Grund ist, dass du dir dessen bewusst wirst, erstens, dass du überhaupt verbindest. Und jetzt wird dir klar, dass du alles, was du siehst und erlebst, eine Verbindung dazu ziehst. Die Frage ist, sie geschieht, diese Verbindung geschieht sowieso. Aber die Frage ist, wie verbindest du? Darauf werden wir zu sprechen kommen. Und dies ist der Schlüssel, um dein Bewusstsein schnell und maßgeblich zu verändern, zu erweitern. Wie du dein Netz spinnst, macht, was du siehst und was da ist. Und jetzt möchte ich dir ein kurzes Konzept erklären von der Dunkelheit und vom Licht, weil wir müssen ein bisschen dem Titel des Videos, die Enthüllung der bösen Macht, das Ganze beleuchten, erleuchten. Also, stell dir vor, und es gibt ja viele, die in dieser Szene sagen, wir sind das Licht. Aber das wird so einfach abgetan, so, ja, wir sind das Licht. Aber was bedeutet das wirklich im tiefsten Inneren, mit der höchsten bewussten Verständnis, du bist das Licht? Was bedeutet das? Und ich sag's dir, du gehst in ein dunkles Zimmer und dieses Zimmer ist Dunkelheit. Das heißt, du warst nicht dort, du warst noch nie in diesem Zimmer und du hast keine Ahnung, was in diesem Zimmer geschieht. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ja? Das heißt, du stellst dich dem Unbekannten. Das ist sozusagen die Analogie zur Dunkelheit. Du gehst in etwas, was du vorher nicht, wo du noch nie warst, und du erlebst etwas, was du vorher noch nicht erlebt hast. Das ist das Synonym für Dunkelheit. Und das Licht, was wir sind, ist nichts anderes wie das Bewusstsein. Das Bewusstsein selbst ist wie die Taschenlampe, welche die ganze Zeit in diese Dunkelheit geht, sprich Erfahrungen macht, die sie vorher noch nicht gemacht hat. Und jede Erfahrung, die du in deinem Leben und in deinem Augenblick machst, hast du noch nie gemacht, sonst würdest du es jetzt nicht tun. Ja? Das heißt, alles, was du erlebst, bedeutet, du knippst das Licht an und wirst dir dessen bewusst, was gerade geschieht. Ja? Das bedeutet, wir brauchen, oder dieses Bewusstsein, dieses Licht, welches sich selbst beleuchtet, benötigt ein Konstrukt, um sich zu beleuchten, um das, was geschieht, zu erfahren, sich dessen bewusst zu werden. Ja? Und um das tun zu können, und das wird jetzt sehr, sehr spannend, um das beleuchten zu können, bedarf es ein Ego. Es bedarf dich, es bedarf einer Persönlichkeit, es bedarf einen Körper, es bedarf eines Menschen oder eines Tieres oder was auch immer. Und das Wesen, dein Ich, wird dorthin geschickt in diese Dunkelheit, in dieses Ding, was es vorher noch nicht erlebt hat.
Und durch deine Erfahrungen, die du machst im Leben, erzeugt es Licht. Also es wird sich dessen bewusst, was geschieht. Und es wird sich dessen bewusst durch den Umgang mit dem, was geschieht. Ja? Das bedeutet, es ist das System, welches Licht in die Dunkelheit bringt. Und du bist das Ausführungsorgan von diesem höheren Bewusstsein, welches dich in die Dunkelheit geschoben hat. Da gibt es so ein schönes Synonym. Gott schiebt sich weg von sich und vergisst, wer er ist, in diese Dunkelheit. Und wenn es die Erfahrung gemacht hat, schiebt es sich mit der anderen Hand wieder zurück und erinnert sich und integriert so das Zusammenspiel zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Wissen und Nichtwissen. Und dieses Wesen, was sich selbst im Selbst des Selbst erfährt, du bist das Licht in der Dunkelheit. Du bist das, was die Erfahrung macht, was sich dessen bewusst wird über das, was jetzt gerade ist. Dieses Wesen, welches sich selbst greifen möchte, sich selbst fühlen möchte, sich selbst sichtbar machen möchte, sich selbst erleben möchte in seiner größten Vollkommenheit, Großartigkeit, welches sich selbst bewusst werden will über sich selbst, welches sich die Frage stellt, wer und was bin ich? Und dazu hat es das ganze System, das Universum und dich und uns alle erschaffen, um sich selbst zu greifen, damit wir uns greifen, um sich selbst zu fühlen, damit wir uns fühlen, um sich selbst zu lieben, damit wir uns lieben, um sich selbst bewusst zu werden, wer und was es ist, damit du dir dessen bewusst wirst, wer und was du bist. Und wir werden in diesem Video sehr tief über dich reden. Ja. Also, das ist das Konzept des Lichtes und der Dunkelheit. Und jetzt gehen wir in die nächste Etage. Wir sind die Hardware. Unser Körper ist die Hardware, unser Gehirn ist die Software, da drin sind die ganzen Programme und unser Geist ist das Betriebssystem. Er ist sozusagen das Bewertungssystem. Wie wir die Verbindungen ziehen und wie wir die Verbindungen bewerten, definiert über unser Betriebssystem. Ist das stabil? Ist das wie funktioniert das Ganze? Ja? Was für ein Resultat, was für Programme schreiben wir auf diesen Computer? Und wir werden uns jetzt sehr intensiv über das Konzept deines Betriebssystems unterhalten und wir werden uns sehr intensiv über das Bewertungssystem unterhalten und wie du deine Programme veränderst. Denn ich weiß, dass wir durch den freien Willen da reingehen können und diese Programme umschreiben können, nicht dienliche Programme entfernen können, das Unkraut zupfen und wir werden dort Sonnenblumen und einen botanischen Garten in den Gehirn aufbauen im Laufe dieses Videos. Ja. Also, kommen wir zum ersten Konzept. Und zwar, stell dir auf der einen Seite vor deinen Körper. Ja? Und wir kennen dieses Konzept der Trinity, der Dreieinigkeit. Es gibt den Körper, es gibt den Geist und es gibt deine Seele. Also, das sind diese drei Komponenten, diese definieren uns Menschen. Ja? Was kannst du mit deinem Körper tun? Was ist der Körper noch? Ich erkläre es ist nicht nur dein Körper, und zwar ist es der Körper von diesem einen Bewusstsein. Es ist der Körper von Gott. Und es ist nicht nur dein Körper, es ist jeder Körper von Gott. Und nicht nur die Körper sind der Körper von Gott, sondern dieser Sessel, deine Kamera, dein Bildschirm, das Licht, alle Materie, die du siehst, ist ja aus demselben Stoff gemacht. Somit ist das der Körper von diesem einen Bewusstsein. Ja? Also können wir sagen, der Körper ist das Außen. Es ist von diesem einen Bewusstsein, sein gesamter Körper. Aber warum hat es diesen Körper und warum hast du diesen Körper? Und was können wir mit diesem Körper machen? Und warum existiert der Körper überhaupt? Und ich sag's dir, der Körper dient, um Ereignisse zu produzieren. Das heißt, wir wechseln, seit unserer Geburt sind wir in einem Raum und wir wechseln unser Leben lang von einem Raum zum nächsten. Wir gehen sozusagen durch Gates. Wir gehen von einem Zimmer in das nächste Zimmer. Und wenn wir sterben, wechseln wir einfach nur von einem Zimmer in das nächste Zimmer. Wir landen im Jenseits, in den anderen Zimmern. Dort geschieht wieder was. Und in jedem Zimmer geschehen Ereignisse. Und das ist sozusagen, die Ereignisse sind das, worum es eigentlich geht. Wir brauchen diesen Körper, um Ereignisse zu erfahren und zu erleben. Und das macht schlussendlich das Leben selbst aus. Also, der Körper erzeugt Ereignisse und er ist der Körper Gottes. Gut, das mal zu verstehen als Basis. Dann, was benötigen wir, um die Ereignisse zu erleben? Wir benötigen einen Geist.
Also wir benötigen ein Programm, ein System, welches die Ereignisse bewertet. Also ein Bewertungssystem. Ja, und wir wissen es, das ist das, was wir Menschen perfekt können. Wir bewerten die Dinge. Ja, das macht uns aus. Das erschafft die Erfahrung selbst. Und das Bewerten des Systems, das Bewerten der Ereignisse basiert auf verschiedenen Evolutionsstufen. Damals hat man einfach reagiert, dann hat man angefangen von der Reaktion drüber nachzudenken, also dann wurde das Ego gebildet, dann wurden Subprogramme installiert und Erfahrungen und Traumata und Co. erschaffen und die haben dein Denken erzeugt und auf Basis deiner Programme, auf diese Muster erzeugen sich Gedankenkonstrukte, Denkmuster und diese Denkmuster erzeugen deine Emotionen und deine Emotionen erzeugen langfristig deinen Zustand. Ja? Und dann haben wir noch die Seele. Ja? Was ist die Verbindung der Seele in diesem ganzen Konzept? Deine Seele ist sozusagen die Verbindung. Ja? Sie erschafft die Synchronizität zwischen den Ereignissen, der Bewertung dieser Ereignisse. Sie ist der die Fäden spannt, die Fäden zieht, die Erfahrung macht. Ja? Und schlussendlich ist die Seele das Ding, was den Zustand von dir erlebt. Und ich habe es schon erwähnt, Erfahrungen erzeugen Gedanken, Gedanken erzeugen Emotionen, Emotionen erzeugen Zustand. Und die Seele ist das, welches den Zustand von dir erlebt und erfährt und wahrnimmt. Ja? Die Seele bewertet nicht, sie fühlt und erlebt einfach. Und dieses Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele ist das, worum es geht. Und in der Mitte zwischen Körper und zwischen Seele gibt es einen Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt, da drin ist unser Schlüssel. Da drin haben wir etwas, was wir von Gott bekommen haben, was uns ermöglicht, der zu sein, der wir sind. Und zwar ein machtvoller Gott, ein Schöpfer. Und dieses Werkzeug lautet freier Wille. Und durch diesen freien Willen erzeugen wir hier zwischen der Schnittpunkt des Körpers, also der Ereignisse, und zwischen der Verbindung dieser Ereignisse einen Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt führt uns direkt in das Bewertungssystem und ermöglicht uns den freien Willen, unsere Bewertungen zu revidieren, unsere Bewertungen zu verändern, unsere Gedanken zu ändern, damit unsere Emotionen und schlussendlich unsere Zustände zu verändern. Das bedeutet, unser freier Wille ist unser Geschenk, er ist unser Schlüssel, unsere höhere Macht. Und wir können diesen Schlüssel nun anwenden, wenn wir uns von der Vergangenheit lösen und von unseren Mustern lösen, ja, die wir bisher bewertet haben und in unserem Gehirn als Filtersystem verwenden für die Bewertung der zukünftigen Ereignisse. Also, wir manifestieren immer im Jetzt. Und das ist der Punkt. Nur wenn du im Jetzt bist, kannst du dich verändern. Wenn du im Jetzt bist, kannst du dir deine Schöpfermacht, deines freien Willens bewusst werden. Ich erkläre dir gleich warum. Denn wir handeln in der Regel in diesem Moment auf Basis all unserer bisherigen Bewertungen und Urteile und emotionalen Verbindungen. Das ist das Filtersystem, was sich auf der Vergangenheit aufgebaut hat, sich als im Jetzt manifestiert. Und wenn jetzt ein neues Ereignis geschieht, filtern wir unsere Bewertung und unsere Reaktion auf die Ereignisse durch die Vergangenheit. Und das ist das Problem, das heißt, wir loopen uns konstant im selben Ding und wiederholen das immer wieder und loopen das Ganze. Und deswegen erschaffen wir immer dasselbe, wir loopen uns und deswegen gibt es auch diese Wiedergeburten. Wir loopen uns in unserem Denken, wir erzeugen immer dieselben Ereignisse, denselben Tagesrhythmus. Wir erzeugen immer Krieg, Frieden und das loopt sich bis in alle Ewigkeit. Wenn wir anfangen, dieses Muster zu durchbrechen, der Vergangenheit, uns zu lösen von der Vergangenheit, kommen wir in das Jetzt. Und in diesem Jetzt, wo die Vergangenheit nicht mehr existent ist und auch die Zukunft nicht mehr existent ist, das, was sein könnte oder würde, was schlussendlich durch die Vergangenheit Ängste erzeugt in der potenziellen Zukunft. Aber beides ist nicht existent. Die Vergangenheit existiert nicht mehr. Die Zukunft ist noch gar nicht geschehen. Das Einzige, was wirklich existiert, ist dieser eine Moment. Das ist der Moment, wo du jetzt gerade dieses Video wahrnimmst. Das ist das Einzige, was in deiner Wahrheit, in der Realität existiert. Werde dir dessen bewusst, wach auf, komm in diesen Moment jetzt hinein.
kommst du in diesen Augenblick der Wahrnehmung hinein, dann hast du die Möglichkeit, dich und damit alles zu verändern. Denn wir manifestieren durch unser Sein, durch unseren Bewusstseinszustand in diesem Moment. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also, du hast jetzt dadurch das Werkzeug der Manifestation bekommen von mir. Und dieses Werkzeug ist dein Schlüssel. Du kannst jetzt mit diesem Wissen, mit diesem Schlüssel alles verändern. Ja? Und mit diesem Schlüssel kannst du deinen Himmel erzeugen, du kannst so dein Paradies erzeugen, du kannst aber genauso auch deine Hölle erschaffen und dieser Schlüssel macht dich aus. Dieser Schlüssel erzeugt deinen Zustand und dein Zustand erzeugt deine Welt. So einfach funktioniert die Welt. Und wir werden jetzt noch tiefer gehen. Ich werde dir jetzt erzählen, wie du mit diesem Schlüssel, den du von mir gerade bekommen hast, in das goldene Zeitalter kommst. Und dieser Schlüssel ist die Liebe. Das heißt, wir müssen anfangen, das Bewertungssystem zu verändern. Wir müssen es umkonstruieren, damit es anders bewertet. Damit wir andere Gedanken erzeugen, damit wir andere Emotionen erzeugen und schlussendlich in einen anderen Zustand kommen und dass dieser Zustand sich im Kollektiv breit macht. Und dann sind wir in einer höheren Schwingung, in einer höheren Realität. Ja? Und das funktioniert so, indem wir anfangen, die Ereignisse und alles andere um jeden und jeden zu lieben. Und so kannst du höhere Zustände des Seins erfahren und erleben. Das musst du dir bewusst werden. Darum geht es in Wahrheit. Aber du fragst dich, wie das geht, wie das funktioniert. Und das funktioniert so, indem du in dein Unterbewusstsein gehst und deine Programme veränderst. Weil deine Programme definieren dich, deine Reaktionen, deine Reaktion auf die Ereignisse. Das heißt, du sollst nicht deine Glaubenssätze ändern, sondern ändern den Kern deines Bewertungssystems. Ja? Und wie das funktioniert, dazu werden wir gleich kommen. Und ich habe ja gerade angesprochen über diese Welt, in der du lebst. Und du lebst in Wirklichkeit in zwei Welten. Wir leben in unserer eigenen inneren Welt, also in unserem Zustand, durch den wir diese Welt wahrnehmen. Und ich wiederhole nochmal, für die das nicht wissen, wir haben Körper, Geist und Seele. Und wir haben diesen Moment, wir haben diesen Augenblick, den du jetzt gerade erlebst. Und durch diesen Augenblick erlebst du durch deinen Körper, Geist und Seele und durch deinen Zustand. Das heißt, dein Zustand, mit dem du dieses Video gerade wahrnimmst, definiert deine ganze Realität und deine ganze Welt. Und der Schlüssel ist es, diesen Zustand in eine höhere Schwingung zu bringen. Und das machst du, indem du dich von der Negativität befreist. Das machst du, indem du das Licht in dir zum Leuchten bringst. Und ich möchte, das ist der Zweck dieses Videos, diese Glühbirne, den Strom aufdrehen, damit es leuchtet. Ja? Damit du siehst, was ist. Damit du dich selbst siehst und verstehst, warum du noch in der Dunkelheit dich festhältst. Ja? Darum wird es jetzt gehen. Also, ändere dein Bewertungssystem, so änderst du dich und damit änderst du die ganze Welt. Für alle, für immer und für und ewig. Sozusagen ist die Welt ein Spiegel deines und unseres kollektiven Bewusstseinszustandes. Und deswegen ist es wichtig, dieses Video an viele Menschen zu verbreiten, damit auch sie verstehen, was los ist in mir und mit uns allen. Was ist eigentlich das Kernproblem? Und das ist, wir haben uns verirrt. Wir haben uns verlaufen in der Dunkelheit. Wir haben komplett vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, wie wir funktionieren. Wir sind alle aufgewacht in einem Flugzeug als Pilot. Wir lenken diesen Körper. Wir haben keine Pilotenausbildung bekommen. Wir wissen nur, wie wir lenken, wie wir sozusagen in der Luft schweben. Wir haben Passagiere mit uns, unsere ganzen Programme, unsere ganzen inneren Kinder, die herumjaulen. Der eine sagt so, der andere so. Du kennst deine Gedanken, du weißt, du bist nicht alleine. In dir stecken viele Persönlichkeiten. Wir haben die Seele, die in uns, die durch uns spricht, und wir haben diese ganzen Programme, die uns ausmachen. Und diese Passagiere fliegen mit dir mit und sie lenken dein Schiff, ja, dein Flugzeug so und so. Und wir wissen nicht, wo wir hinfliegen, wir wissen nicht, wie wir landen, wir wissen nicht, wie wir kommunizieren mit dem nächsten Funkturm, wir wissen nicht, wenn wir da drauf drücken, was passiert. Und wir müssen lernen, wie wir diese Software, wie wir dieses Betriebssystem anwenden.
Und das ist das, worum es in diesem Video zu einem gewissen Grad geht. Ja? Und das ist eigentlich der Schlüssel. Ja? Also, wir brauchen ein System, welches uns erinnert, ja, wie wir das Bewertungssystem ändern. Ja. Also, ich wiederhole es nochmal, weil es eines der wichtigsten Sätze in diesem Video ist. Ändere dein Bewertungssystem, so änderst du dich und damit änderst du die ganze Welt für immer und ewig. Denn die Welt ist ein Spiegel deines und unseres kollektiven Zustandes. Ja. Also, wir benötigen einen Programmcode, wo wir hier reingehen, das Unterbewusstsein, und diesen Code, diesen Generalcode unseres Wesens, unseres Bewertungssystems verändern. Ja? Und dieser Code ist folgender. Und merk dir das und du schreib dir das auf. Ja? Schreib dir diesen Satz auf, den ich dir jetzt sagen werde. Weil durch diesen Satz, wenn du diesen Satz integrierst, wenn du diesen Satz lebst, wenn du diesen Satz übernimmst für dich, sofern du ihn übernehmen möchtest, ja, ich möchte hier niemandem so etwas aufzwingen, wenn du das tust, dann wirst du dich befreien aus der Dunkelheit, du wirst dich aus der Negativität rausholen, du wirst in dir die Glühbirne zum Leuchten bringen, du wirst die Watt erhöhen und auf einmal wirst du da sein. Ja. Und das funktioniert so. Der Satz lautet, es gibt keinen Grund, etwas negativ zu bewerten. Es gibt keinen Grund, etwas negativ zu bewerten. Das Gehirn lernt durch Wiederholung. Ich wiederhole es nochmal. Es gibt keinen Grund, etwas negativ zu bewerten. Und das ist der Programmcode, den du dir einprogrammierst in dein Wesen, in dein Sein, in deine zukünftigen Handlungen, in dein Nachdenken, in dein Wie und Was bist du. Das wird dein neues Mantra, sofern du es möchtest. Und damit programmierst du dein Bewertungssystem um mit diesem einen Satz. Es gibt keinen Grund, etwas negativ zu bewerten. Weil damit befreist du dich aus der Negativität und damit transzendierst du die Dualität. Damit erfährst du und tiefes Verständnis, Mitgefühl für jeden, für den Politiker, für was auch immer. Du siehst nichts mehr negativ und befreist dich aus der Illusion, aus diesem Schauspiel, was gerade auf diesem Planeten abgeht. Ja? Befreie dich davon und dann wirst du in der wahren Wirklichkeit aufwachen. Dann wirst du da sein und dann wirst du einfach das tun, was getan werden soll. Und das wirst du dann fühlen, weil du bist nicht mehr gefangen in deiner Angst und in der Negativität. Also, wie du etwas bewertest, so wird es sich manifestieren. Wie etwas ist, basiert darauf, wie du es bewertet hast. Was für ein Satz. Wie etwas ist, basiert darauf, wie du es bewertet hast. Versteh diesen Satz. Versteh diesen Satz. Wie du es bewertest, ist das Muster. Und das Muster ist der Loop, der sich in deinem Leben immer wiederholt. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder geboren werden. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Wie du es bewertest, ist das Muster. Dein Muster ist der Loop, der sich in deinem Leben immer wiederholt. Und das ist der Grund, warum du immer dieselben Ereignisse in dein Leben ziehst, dieselben Menschen in dein Leben ziehst und warum du immer wieder geboren wirst. Es wiederholt sich alles im Kreis, weil du dieses System nicht verstanden hast und nicht durchbrochen hast, weil du immer in der Dualität festhängst. Und Dualität ist immer das Bewerten in Gut und Böse. Wer das letzte Video gesehen hat, wird das komplett verstehen, was ich damit meine. Also, änderst du das Muster, so änderst du den Loop und so änderst du deine Geschichte. Änderst du das Muster, änderst du den Loop und damit änderst du deine Geschichte. Und ich möchte dich jetzt um eine Sache bitten. Ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt kurz einen Kommentar schreibst und dir die Frage stellst, welches Muster möchtest du ändern? Und welches Muster möchtest du durchbrechen? Ich werde mir das durchlesen und wenn du irgendwelche Probleme hast, wenn du jetzt die Frage stellst, wie und was und wo, das kann ich natürlich nicht alles in diesem Video behandeln, weil es würde den Rahmen sprengen. Ich werde mir aber das durchlesen und ich werde die ganzen Kommentare, die ich gelesen habe,
zusammenfassen und versuchen, daraus ein neues Video zu machen, wo ich noch tiefer gehe und versuche, dir jetzt all die Fragen, die du hast, im nächsten Video zu beantworten, beziehungsweise ein System zu geben, wie du da tiefer eintauchst. Und darum möchte ich jetzt bitten, geh einfach runter und schreibe mir jetzt bitte das rein, ja, damit ich weiß, was dein Problem ist, wie du da hinkommen möchtest, möchte ich dir beantworten. Dazu möchte ich dich bitten, dass du das unten drauf schreibst. Und ich möchte dir auch sagen, dass noch was Wichtiges vorlesen, wie wir werden sozusagen immer wieder geboren, weil wir uns in diesem Loop befinden, in dieser Gedankenkette, die wir immer wiederholen und immer loopen und immer dieselben Gedanken erzeugen und immer dasselbe Bewertungssystem verwenden. Also wir haben immer dasselbe Konzept, mit dem wir jedes Leben, was wir leben, Revue passieren lassen. Und das ist der Schlüssel, um dich von der Negativität zu befreien, dieses Bewertungssystem zu verändern. Ja. Und ich habe es im letzten Video schon angesprochen. Wie wir das machen, werden wir am 10. bis 12. Dezember sehr, sehr tief im Manifest Your Life 2 behandeln. 3 Tage lang werden wir dir zeigen, wie du deine Software komplett umschreibst, und wir werden sehr explizit in deine Psyche eintauchen und dir das bewusst werden lassen. Ja. Das Ganze zu finden in der Meditation Academy. Das Seminarticket kostet nur 40 Euro, sofern du sozusagen in der Pro-Membership bzw. Master-Membership bist in der Meditation Academy, und auch später bekommst du, falls du nicht Zeit hast an diesem Wochenende, den Seminarmitschnitt, der wird dann in der Academy auch zu finden sein für dich. Ja. Nur so als Info. Wenn du sagst, du willst das komplett an einem Wochenende mit 3 Leuten von meinem Team zusammen im Workshop über Zoom machen. Ja. Eine Sache möchte ich dir noch vorlesen, die wichtig ist, und zwar, wir sind auf die Erde gekommen, und das ist der Grund, warum wir, glaube ich, für mich persönlich, warum wir überhaupt inkarnieren, warum wir auf diesem Planeten uns befinden, was wir eigentlich hier zu lernen haben. Ja. Du bist auf die Erde gekommen, wir sind auf die Erde gekommen, damit wir unsere Vollkommenheit realisieren, damit wir uns unserer Vollkommenheit bewusst werden. Ja. Und das Paradoxe ist, dass dieses Bewusstsein, bevor es in den Körper ging, sich seiner Vollkommenheit schon bewusst ist, weil es ja weiß, überleg mal, dieses Wesen, was diese Materie, dieses Universum erschaffen hat, was mich erschaffen hat, dich erschaffen hat, was die Liebe erschaffen hat, was uns erschaffen hat, was eine Gemeinschaft erschaffen hat, was diese Erfahrung dieses Lebens, dieser Welt ermöglicht. Wenn wir das erschaffen können, gemeinsam, diese Welt, dieses Universum, wie mächtig sind wir, wenn wir das können. Und wir können es, denn es ist der Beweis, wir können das anfassen, wir können uns in diese Realität begeben und wir können uns drin erfahren, wir können Abenteuer erleben, wir können unendliche Geschichten schreiben, wir können das Ganze, die Existenz ist ein Abenteuer in der Unendlichkeit, und dieses Abenteuer wird nie aufhören, und wir erzählen uns Geschichten von Drama, von Horror, von Liebesgeschichten, von Abenteuern, von mystischen Dingen. Wir werden so viele Geschichten schreiben, und das ist das, was eigentlich passiert. Wir erzählen uns immer Geschichten und wir erfahren sie und erleben sie. Und das ist das, wo alles miteinander verbunden wird und wir alle ein Teil dieser großen, unendlichen, wundervollen Geschichte sind, und wir können sie so real erleben wie diesen Augenblick, den du jetzt gerade erlebst. Das heißt, wir sind schon vollkommen, vollkommen. Aber das haben wir hier vergessen. Aber wir erzählen uns diese Geschichten, weil wir wissen, dass wir vollkommen sind, und wir wollen diese Erkenntnis, wer und was wir sind, feiern. Wir wollen sie auf die nächsthöhere Schwingung bringen. Wir wollen diese Vollkommenheit noch vollkommener machen. Und dazu gehen wir in die Unvollkommenheit. Wir gehen ins Drama, wir gehen in die Corona-Sache, wir gehen in den Virus, wir gehen in die Negativität, in die bösen Dinge des Lebens und erfahren uns da drin und verlieren uns darin in dieser Unvollkommenheit. Und an diesem Punkt, wenn wir nicht mehr können, dann kommt dieses Bewusstsein und schiebt uns wieder raus aus der Illusion und erklärt uns, warum und wieso. Und dann erkennen wir wieder unsere Vollkommenheit und realisieren, dass wir vollkommen sind. Und gerade durch dieses unvollkommene Erfahren, durch diese negativen Pendel, erfahren wir danach noch mehr Vollkommenheit, noch höhere Schwingung der Vollkommenheit. Wow, was wir können, was wir sind und was wir machen können. Das ist das Unglaublichste, was wir überhaupt sind. Und dieser Prozess, du gehst in den Prozess der Unvollkommenheit und dadurch deine Vollkommenheit zu realisieren.
erkennst du jetzt deine Vollkommenheit. Ja? Und wenn du das realisiert hast, dann bist du frei. Dann bist du frei. Dann bist du frei. Du bist erfüllt, du bist hier, du bist im Moment. Du bist der du bist. Diese vollkommene Wesenheit. Und der Rest ist pures Vergnügen. Was für ein schöner Satz. Und ich möchte dir in Worten von höherem Bewusstsein sagen, das was ist. Und ich sage dir das, was ist. Das, was ist, dass das Leben eine Feier ist. Und es feiert sich selbst. Und für mich einer der wichtigsten Sätze, den ich je gehört habe. Es entscheidet, es zu feiern. Dieses Bewusstsein entscheidet, das Leben zu feiern. Und ich möchte dich bitten, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich bitten, die Entscheidung deines Lebens jetzt zu treffen. Und zwar die Entscheidung, dass du das Leben von dir, von deinem Sein feierst. Dass du es annimmst. Dass du nicht nur dich annimmst, dich liebst, sondern dass du alle Menschen annimmst, dass du alle Menschen liebst, dass du aufhörst, sie zu bewerten, zu verurteilen, dass du sie vollkommen liebst. Mit höchster Demut, Verständnis, Liebe und Sein. Und wenn du das anfängst, diese Entscheidung getroffen hast, dann wirst du diese Entscheidung feiern. Du wirst so dich befreien von der Negativität und du wirst so das Licht in dir zum Leuchten bringen. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss dieses Videos eine Frage stellen. Wer bist du? Schreibe jetzt unten unter diesem Video, wer bist du? Ganz kurz aus deiner Intuition heraus, was kommt raus, wenn ich dir die Frage stelle, wer bist du? Schick mir jetzt unten einfach einen Kommentar. Schreib einfach rein. Das ist ein kleines Experiment. Mach das bitte. Einfach schreiben, wer bist du? Was ist deine intuitive erste Antwort? So, wenn du es geschrieben hast, werde ich dir jetzt kurz sagen, was ich für mich erkannt habe, wer und was ich bin. Ich bin der immer zu etwas anderem wird und mich daran erfreut. Ich bin der immer zu etwas anderem wird und mich daran erfreut. Und du musst das nicht übernehmen, aber es könnte dich vielleicht inspirieren, denn du wirst in jedem Moment, durch jedes Video, durch jedes Ereignis wirst du ein anderer Mensch. Durch jedes Leben wirst du ein anderer Mensch. Durch jede Erfahrung. Du wirst immer zu etwas anderem und deine Zellen verändern sich, du wirst sozusagen physisch auch zu etwas anderem. Und die Frage ist, ob du dich daran erfreust, an diesem Prozess. Ich tue es. Ich weiß, dass ich mit jedem Tag ein anderer Mensch bin und ich erfreue mich daran. Das ist das, was uns ausmacht. Wir spielen das Spiel der konstanten Selbstveränderung und Selbstentwicklung. Wir formen uns zueinander. In diesem Leben sind wir so und im nächsten Leben sind wir so. Weil wir in diesem Leben diese Geschichte erzählen und in diesem Leben erzählen wir diese Geschichte. Und es ist okay. In den einen sind wir so, in den anderen sind wir so. Und es ist okay. Und wenn du dich annimmst und verstehst und akzeptierst, dass es okay ist, dann kannst du vielleicht auch anfangen, die andere Geschichten erzählen und ein Teil von deiner Geschichte werden, anzunehmen und zu akzeptieren und zu lieben. Denn ich finde, der Sinn unseres Lebens ist es, dass wir in diesen Moment kommen, dass wir realisieren, dass wir die pure Glückseligkeit sind und dass wir das herausfinden, was uns am meisten erfüllt. Und wenn wir das getan haben, unsere höchste Erfüllung gefunden haben, die Glückseligkeit fühlen, jeden Moment, die Liebe durch unsere Zellen schwingt, wenn wir das gemeistert haben, das fühlen, dann sind wir da. Dann sind wir der wir wirklich sind. Dann aktivieren wir die Glühbirne in unserem Wesen, dann aktivieren wir das Licht in unserem Sein. Dann wirst du da sein. Und wenn du da bist, wirst du das tun, was dich am allermeisten erfüllt. Du wirst es wissen, was das ist. Denn wir folgen immer der Energie. Wir folgen immer dem, was uns Energie gibt. Wenn wir das tun, dann werden wir Inspiration sein. Wir werden Kreativität sein. Wir werden Erfüllung sein. Und wir schreiben mit jedem Tag unseres Lebens eine Seite in unserem Buch. Unser Leben ist ein Buch. Und was für einen Sinn hat ein Buch, was du geschrieben hast? Und ich sag's dir. Denn dein Buch wird nicht nur von dir
erlebt und gelebt, sondern mit deinem Buch inspirierst du andere, die ein Teil deines Lebens sind. Du inspirierst die Seelen, welche du berührst, welche du begegnest. Du bist ein Teil ihrer Geschichte und sie sind ein Teil deiner Geschichte. Und wir sind alle Universen, wir sind alle Galaxien, die aufeinandertreffen, lernen, miteinander zu sein, miteinander umzugehen, miteinander zu erleben, miteinander unsere Geschichten zu schreiben und miteinander klarzukommen auch. Vor allem lernen wir miteinander uns zu lieben. Und das ist die Synchronizität, wenn die Galaxien aufeinandertreffen, ist dasselbe, wenn die Menschen aufeinandertreffen. Und werdet dir dessen bewusst, dass die Liebe eine Qualität hat. Du und der andere erzeugen in Summe das Wir, was sich aus der Erfahrung, aus der Begegnung ergibt. Und die Qualität des Wir ist die Qualität der Liebe. Und die Liebe kann man nicht auf eine Sache definieren. Sie ist immer individuell und immer anders. Und in diesem Sinne schließe ich dieses Video mit diesen Worten und bedanke mich vom ganzen Herzen, ganzen Herzen, dass du es bisher gesehen hast. Wenn du das Gefühl hast, dieses Video könnte viele Menschen inspirieren und sie in dieser Zeit erwecken, sie in dieser Zeit berühren und ihnen helfen, etwas zu verstehen, dann teile das Video mit deinen Freunden. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn du das tust, denn damit erzeugen wir eine Bewegung, die uns alle aufweckt. Eine Bewegung, die die Liebe in den Menschen aktiviert und das Leuchten in jedem aktiviert. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns nächsten Sonntag um 19 Uhr mit Teil 3 dieser Serie, wo wir noch mal eine Etage tiefer gehen.